Das beste Wort ist das Wort, was verstanden wird. Und damit wären wir beim Thema Rhetorik, weil da gibt es unfassbar viele Kniffe, Tricks, Tipps, psychologische Aspekte, die, wenn sie dir bekannt sind, du es dir tatsächlich im stationären Alltag leichter machen. Ich habe eine schöne Geschichte dazu, und zwar, als ich mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe oder gerade in der Gründungsphase war, da habe ich ein Vertriebstraining besucht. Und der Trainer hat die Frage in den Raum gestellt: Beschreiben Sie eine klassische Verkaufssituation aus Ihrem beruflichen Alltag. Und ich habe gesagt, naja, nachts um 3 einem gewalttätigen Psychotiker Ziatyl verkaufen, das ist so eine klassische Verkaufssituation. Und genau das ist es. Also ich muss mein Gegenüber davon überzeugen, ich muss meinen Patienten davon überzeugen, dass es in seinem Interesse ist, dass er der Therapie Folge leistet. Und wenn ich das gut mache und schaffe, da für ihn eine Relevanz herzustellen und dass er dann wirklich auch die Notwendigkeit der Maßnahme einsieht, dann werde ich da auch deutlich mehr Erfolg haben, als wenn ich ihn versuche dazu zu zwingen, beziehungsweise wenn ich versuche, mit meinen Vorteilen zu argumentieren. Also wo ich da den Schwerpunkt sehe, sondern ihm ist ja wichtig, was es ihm konkret bringt. Ein anderes schönes Beispiel aus der Rubrik ist, es gab mal einen Patienten, ich nenne ihn jetzt einfach mal Herr Meier, der wollte partout kein Insulin spritzen. Also Diabetes mellitus Typ 2, und der Internist hat ihn aufgeklärt und hat alle möglichen Merkmale der Insulintherapie aufgezählt, wo da die Vorteile im Gegensatz zur medikamentösen Therapie sind und. Und er wollte ums Verrecken nicht darauf eingehen. So, nachdem der Arzt weg war, habe ich meinen Herrn Meier zur Seite genommen. Wir kannten uns schon ein bisschen. Da habe ich zu ihm gesagt, naja, Herr Meier, wie sieht's denn aus? Mögen Sie Sex? Da hat er mich verdutzt angeguckt und meint, ja, natürlich. Da habe ich gemeint, naja, wissen Sie, mit den Tabletten, das ist so eine Sache. Die senken den Testosteronspiegel. Das bedeutet, Ihr Östrogen, also das weibliche Hormon, bleibt gleich hoch, das Testosteron fällt, und das hat zur Folge, dass sich in der Hose relativ wenig noch tut. Dafür werden Ihnen aber Brüste wahrscheinlich wachsen. Aber so vehement wie Sie die Insulintherapie abgelehnt haben, wissen Sie das natürlich bereits. Stimmt's? Und da hat er mich verdutzt angeguckt und gemeint, das war ihm jetzt so nicht bewusst, und war kurz vor den Kopf gestoßen. Aber dann habe ich gemeint, und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, wie es wäre, komplett ohne den ganzen Schnickschnack. Ja, kein Blutzucker messen, kein Insulinspritzen. Sie entdecken ein paar neue kulinarische Gipfel und fühlen sich in einem Jahr, stellen Sie sich mal vor, wie Sie sich in einem Jahr jetzt fühlen. Sie fühlen sich vitaler, Sie fühlen sich jünger, Sie bekommen Komplimente von Ihrem Umfeld. Herr Meier, wie interessant hört sich das denn für Sie an? Er meinte, das klingt grandios. Und der nächste Schritt war dann eine Diabetesberatung, also eine Ernährungsberatung. Und Herr Meier hat angefangen, Sport zu machen, hat es tatsächlich bis zum Halbmarathon geschafft. Das ist tatsächlich eine schöne Erfolgsgeschichte, und hat so seine Gewohnheiten geändert. Das ist genau das, was ich dir an dieser Stelle näher bringen möchte. Es geht nicht darum, was du weißt, sondern es geht darum, welche Relevanz es für deine Patienten hat oder für den Arzt oder für die Angehörigen. Du musst mit guter Kommunikation Relevanz schaffen, und wenn du schaffst, das wirklich glaubhaft zu verpacken und glaubhaft rüberzubringen, dann hast du es wesentlich einfacher in deinem Alltag.